What up, you guys? Well, this is just simply a testing of the microphone, the quality of the camera. I've just ordered a better camera with 1080 resolution because my laptop is a couple of years old and it really looks not as good as I would hope. And I'm doing this because I will have one, maybe a couple of more Zoom podcasts like I've never done it before. And I tried to read myself a little bit in about what Zoom meetings do and what they don't, and what you can do with the basic version of it. You can basically only record for like 40 minutes, and then you have to buy, I don't know, premium or whatever. It costs like a couple of bucks a month where you can record for like 30 hours more than necessary. And well, 40 minutes is not what I'm aiming for. I'm aiming for like 2.5 hours at max. And what I also will try to do is me and my best friend, we know each other for years, since 2010. And we grew together mentally, spiritually, physically. And he's always been my partner in crime when it comes down to talks about life, religion, culture, mental strength, reflecting on yourself, so on and so on. And we will try to do some basically sit down podcasts together, me here, him wherever he is, and try to upload that. Obviously, he's from Switzerland, so we will speak in Swiss German, but I will obviously put up subtitles so you can follow it. Um, some people also ask me, some most likely friends, because again, I'm not famous. I'm not aiming to be famous. I'm doing this for self-interest. I'm doing this because I very curious about people's mental strength. And why am I doing this in so many languages? Why not? I mean, I speak Italian, German, English, Swiss German, even though it's a dialect of German. And why should I not do that? Why should I not limit? Why should I limit myself on only English when the targeted group is speaking multiple languages? So I will try whatever I can. And obviously, um, the subtitles will always be mainly English because if I'm having an interview in Italian, I don't have to put up Italian subtitles. I don't know if I have deaf people listening. I don't think so. Maybe, who knows? But I'm aiming for English subtitles in general because I truly believe English is a world language and we should all be able to speak English at some point. And it's just so much fucking work. I'm not complaining. In this, I love doing the editing, but it's get kind of crazy. It gets getting kind of crazy when I cut the video for like 2, 3 hours, maybe four at max, depending on how the podcast went, and then I have another 6 to 8 hours to put on a subtitle. I haven't found a good video yet, a video editing app yet, which will help me with the subtitling of the videos. And the YouTube AI subtitling is just awful. In English, it may work, but in Swiss German, obviously, it doesn't help at all. I haven't had an interview in Italian yet, so I can't really tell you. What I can tell you is I have family members who help me with Italian because I was born and raised in Switzerland in the German-speaking part. So I do speak Italian, but it's basic Italian. I haven't done any Italian schools, and I've learned Italian, proper Italian, about 5 years ago when I became a store manager for an Italian butchery shop here in Switzerland that belonged to a dude from Naples for 30 years straight. And most of his customers were like hardcore old school Italians who live in Switzerland for 30, 40 plus years. And they somehow managed to never really learn German. So I had to speak better Italian, and I did. I did learn it along the way, and I'm happy with the process I made. But there are so many words that I still don't understand, that I'm still figuring out. I'm working with people as soon as I hear a word that I've never heard before. And proper Italian is a fucking hard thing to do. And I've already said the person that I'm going to interview, and I'm not going to say obviously who it is because I'm keeping everything a surprise. If this person is a world star or not, to me, every person that I interview
is a piece of heart, is a personal thing that I admire a lot. And he was kind enough to just go ahead and text me back for like after like 5 minutes. And I was so surprised and shocked. And I told him, listen, dude, my podcast is not big. It's a personal, a hobby podcast that I do, I repeat, out of curiosity. And my Italian is mid at best. And I hope he's okay with it. If we do the podcast with Zoom, I will remind him again, maybe in the video or before we start recording. But anyways, I hope it works. I would be pissed if we do a podcast for like 2 hours and then all of a sudden something goes wrong. And this is the reason why um, in a couple of minutes, my best friend, as I said, will join in and we'll try just having one podcast, me and him talking about mental strength on Zoom. Obviously, again, in Swiss German, just to make sure that everything works the way it's supposed to be. So then afterwards, when I'm having a real podcast with the people I want to talk to, that everything goes as according to the plan. So I really hope it works, and I'll see you guys soon. Thank you very much. So, jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Also die Aufzeichnung läuft schon. Super. Also ich habe schon ein anderes Video gemacht, wo ich auf Englisch erkläre, wieso ich das mit dem Internet da jetzt mache, mit dem Zoom-Meeting. Dass wir Ja, einfach reinkommen und dass wir eigentlich planen, in Zukunft regelmäßig, ob jetzt das mal eine Woche, alle Monate ist, spielt keine Rolle, einfach über gewisse Themen ansprechen, die ein bisschen ins psychische, Mentale gehen. mhm. Mal ein Disclaimer. Ein Disclaimer ist eigentlich so eine Aussage, eine Klarstellung. Wir sind beide keine Psychologen, wir sind beide nicht geschult, respektive kein Diplom oder Zertifikat. Richtig. Trotzdem, trotzdem ist der Schule trotzdem ein Doktor, Professor, Philosoph von Leben und Psyche. Wir kennen das beide seit 2010, Richtig. richtig? Ja. Kennengelernt haben wir uns, der Schule hat mich geschlagen, weil er das Gefühl hatte, ich habe etwas oder will etwas von seiner Freundin. Und gut, da lassen wir jetzt sein, wenn wir jetzt nicht tiefer eingehen. Und sind eigentlich so nachher zusammen groß geworden in zum Teil fragwürdigen Kreisen, bis wir uns dann abgekapselt haben und selbstständig gewachsen sind. Physisch, mental, mehr mental als physisch. Und ja, wir haben uns regelmäßig immer wieder mal längere Zeiten nicht gesehen, aber die Freundschaft so vertieft, dass wir eigentlich nach Monaten haben wieder können genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das sagt ja schon viel über unsere Freundschaft aus. Und der Joel ist auch ein Bruder für mich, wortwörtlich. Er teilt auch immer fließig mein Zeug, auch den Leuten, die ich gar nicht kenne und die Leute, die wahrscheinlich gar nicht mit dem Zeug zu tun haben. Textet der Fall, hey, schaut das. Und ich bin natürlich für die Unterstützung sehr dankbar. Und der Schule und ich sind seit Jahren eigentlich sehr interessiert an mentaler Stärke, Sex durch Bücher, durch Filme, durch unzählige Stunden, wo was, wieso lachst du jetzt schon mal? Mit Filmen? Ja. Nein, wo wir uns einfach da immer wieder in stundenlange Unterhaltungen vertiefen und auch verlieren, aber so natürlich auch sehr viel Informationswechsel stattfindet. Und das machen wir eigentlich schon seit der Lehrzeit. Haben wir eigentlich nie aufgehört. Und das ist jetzt doch Anfang Lehre, sagen wir jetzt 2010 bis jetzt, 14 Jahre, wo wir ununterbrochen miteinander reden, uns versuchen, in Anführungszeichen perfektionieren und handherum auch uns gegenseitig helfen und den Arm greifen und verbessern. Und wir tun das auch immer wieder herausfordern und wir müssen ganz fair sein und ehrlich, wir haben in unseren 14 Jahren Freundschaft nicht einmal gestritten. Ein einziges Mal. Und das ist mehr, ja, ich würde jetzt behaupten, ein Missverständnis oder eine Dummheit gewesen, als wirklich irgendeine Tatsache, oder? Richtig. Gut. Ähm, Joel, möchtest du noch etwas zu dir sagen, zu deiner Person oder wenn wir direkt Also, los? eben, wie es du schon gesagt hast, ich bin nicht gelernt in irgendwelchen psychologischen oder philosophischen Sachen. Ich habe weder einen Doktortitel noch habe ich irgendein Studium absolviert. Ich glaube aber, dass das Leben einem lehrt und wenn man mit dem Mentalen oder mit dem Geist ein bisschen dabei ist, dann ja, wenn man ein bisschen auch die Gabe hat, das alles in Worte fassen zu können oder es zumindest probiert, dann kommt man sicher zu dem Punkt, dass man einen Dialog kann führen kann und durch das lernt man noch mehr, man sieht verschiedene Ansichten
irgendwann kann man die verschiedenen Ansichten in sich selber, ich sage jetzt, sich selber in die verschiedenen Blickwinkel versetzen, so. Und das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, wo mich gelehrt hat zu wachsen. Ja. Okay. Jetzt ist es so, mentale Stärke ist ja ein grosses Kapitel. Das kann eigentlich auf jeden Scheiß angewendet werden. Also ist es schwer, dann richtig zu finden. Ich glaube, jetzt beim ersten tun wir uns einfach mal darauf kategorisieren, was für uns mentale Stärke ist. Und dann könnte man ja immer noch bei den zukünftigen Folgen, wenn wir Lust drauf haben, dann spezifisch eingehen. Zum Beispiel, was ist Selbstbeeinflussung oder wie blockt man sich von außen ab, dass einen die Aussenwelt nicht zu fest beeinflusst oder einfach mal die Mentalstärke können Nein sagen und sich durchsetzen und so weiter und so fort. Und weil ja mein Podcast hauptsächlich um mentale Stärke, Eindrücke und Erfahrungen geht, wäre meine erste Frage an dich. Klar, wir kennen das jetzt schon ein bisschen länger, aber es ist immer schön, so etwas wieder mal zu hören. Joel, was ist für dich mentale Stärke? Was bedeutet das Wort für dich? Mentale Stärke. Mentale Stärke bedeutet für mich, dass man nicht verhindert, dass Herausforderungen kommen im Leben, dass man nicht den Weg vom geringsten Widerstand geht, weil es einfach einfacher ist, weil es einfach komfortabler ist, sondern mentale Stärke heisst für mich, ich will etwas, also hole ich es mir. Und wenn man etwas will und sich das holen will oder holen kann, dann ist das ein großer Weg und auf dem Weg hat man viele Herausforderungen in sich inne, vor allem in sich inne. Weil die Welt bleibt immer gleich. Aber je nach Tag ist die Ansicht von der Welt immer anders. Das ist für mich mentale Stärke. Dass man trotzdem, wie man die Welt anschaut, egal wie man die Welt anschaut, egal welcher Tag das es ist, ob dunkel, ob hell, ob farbig, ob Regen, ob in sich inne etwas ist, wo nicht gerade passt, ob was auch immer, dass man trotzdem den Weg weiterläuft. Und das sich holen geht auf der Welt, wo man will, für sein Leben. Okay. Wie baust du dir mentale Stärke auf? Ist das etwas, was du bewusst machst oder unbewusst durch deine Erfahrungen sich aufbaut in dir drin und dann die mentale Stärke eigentlich präsentiert? Ich glaube nicht, dass man mentale Stärke unbewusst aufbaut. Weil eine mentale Stärke passiert durch Erlebnis. Und wenn man etwas erlebt, wo einem, ich sage jetzt, emotional nicht gefällt, traurig macht, hässig macht, verletzt, Angst macht, glaube ich nicht, dass man unbewusst kann mentale Stärke aufbauen. Man muss bewusst auf die Herausforderung hingehen, zum Beispiel trotz, wenn man Angst hat, es zu machen. Und währenddessen, dass das passiert, währenddessen, dass man sich entscheidet, trotz Angst, trotz Traurig, trotz wie auch immer, es zu machen, ab dann fängt die mentale Stärke an wachsen. Dass man sich bewusst dazu entscheidet, die Herausforderungen und Schwierigkeiten in Angriff zu nehmen. Und vor allem bewusst entscheidet, wie man darüber denkt. Mindset ist etwas ganz Grosses. Das kann einem zerstören oder aufbauen. Eben. Da kommt es dann wieder halt auf die Haltung drauf an, wer kämpft, wer geht auf und wer bleibt einfach stehen. Oder? Ja, ich finde, Aufgeben und Kämpfen ist eine Entscheidung. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr kämpfen, das ist nicht wahr. Gibt er recht. Das ist wie die sich dann oft beschweren, ja, aber der hat gemacht oder das ist das Problem. Und ich dann halt immer muss sagen, von ganz dämlichen Fernsehsendung, der Prinz von Bel-Air, Alter, habe ich ein Zitat, wo mir bis heute, nein, wirklich, wo mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Und zwar sagt der, es ist darum gegangen, der Will spielt gegen einen Basketball, wo ihm, glaube das Stipendium wegnimmt. Und der Will erfährt nachher eben, dass er ein scheiß Leben hat, er ist alleinerziehender Vater und so, und dann geht er in Mitleid. Und er sagt dann am Will, Alter, die äußeren Umstände entscheiden nicht, wer ich bin. Ich entscheide immer noch selber, wer ich bin. Oh, I get it. Because I got a kid, I'm some kind of charity case. Well, let's get something straight, homie. My situation does not define who I am. I define who I am.
Und das ist etwas, wo mir bis heute geblieben ist, weil das ist halt einfach, und ich finde das generell, das ist jetzt bestimmt nicht individuell auf alle bezogen, aber ich finde generell ist das ein Problem mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist einfach so eine akzeptierte Kultur geworden, dass immer andere schuld ist, weil sich die Leute einfach schön sind, mit dem Finger auf sich selber zeigen, auch wenn vielleicht jemand anderes schuld ist in dieser Situation. Nehmen wir jetzt ein ganz banales Beispiel. Du nimmst eine Arbeitsstelle an und jeder behandelt dich wie ein Arschloch. Erstens hast du die Arbeitsstelle angenommen, auch wenn du vielleicht nicht gewusst hast, dass es so wird sein. Und zweitens, such dir etwas anderes. Es ist so einfach. Du findest immer einen Ausweg. Und davonlaufen ist bestimmt keine Schwäche, sondern man muss amigs davonlaufen, zum Ruhe finden in sich selber. Ja, und die Frage ist eben, ob es davonlaufen ist oder ob es weise ist, gehen, oder? Ja gut, das liegt ja dann auch im Auge vom Betrachter. Ja, Einer kann richtig. vielleicht sagen, Alter, du bist weggelaufen, was für ein Weichei. Und du selber denkst dir, ich bin weggelaufen, ja, aber dafür geht es mir mental besser. Genau, Ja, das genau. ist das Gleiche auch zum Beispiel in einer Beziehung. Egal, welche Partei das schuld ist, wenn man einfach merkt, man verliert immer mehr von sich selber, aber man hat einfach Angst, die Person zu verlieren, weil es unbekannt ist und man schon lange mit der Person zusammen ist oder man die Person liebt. Ja, Alter, schlussendlich, wenn beide daran zerbrechen, bringt es auch nicht. Aber man Richtig. muss halt zuerst auf den Punkt kommen. Und das sind Genau. Sachen, das ist im Alltag. Aber vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, dass man einfach mit einer einfachen Entscheidung so vieles verändern. Eben, Schmetterlingseffekt. Irgendwo schlägt ein Schmetterling mit den Flügeln, irgendwo anders entsteht ein Tornado, oder? Ja, Das sind richtig. einfach kleine Sachen, die ganz viel Einfluss können haben. Und ich finde, du hast jetzt gerade etwas gesagt, eine einfache Entscheidung, oder? In den Momenten, wo man vor der Entscheidung steht, fühlt es sich so an, als würde man zerbrechen an der Entscheidung. Aber wenn man sich entschieden hat und sagt, okay, ich entscheide mich äh, in einer Beziehung, für die Beziehung etwas zu machen, dann, dann kommen Herausforderungen, wo einem zwar, genau die gleichen Herausforderungen sind wie vor der Entscheidung. Aber man hat sich entschieden, für die Beziehung etwas zu machen, für die Beziehung da zu stehen, für die Beziehung zu kämpfen. Und dann nimmt man die Herausforderung auch anders wahr. Nicht mehr als die Herausforderung ist grösser wie ich. Oder in Bezug auf andere Leute zeigen und sagen, ja, sie haben halt das und deswegen geht das besser. Oder wie auch immer. Ich habe mich entschieden, eine Beziehung oder die Herausforderung zu machen oder zu meistern. Also mache ich es auch. Und ich glaube, wichtig im Leben ist fürs Mentale, dass man sich in gewissen Situationen entscheidet. Und nach der Entscheidung kommt dann die Entscheidung umsetzen. Aber Ja. in erster Linie ist wichtig, sich zu entscheiden, oder? Mit dem Finger auf andere zeigen, sagt man ja immer so cool, wenn ich so mache und die Hand umkehre, zeigen drei Finger auf mich zurück. Das ist so ein, ich finde, ganz kleine so Späßchen, wo man immer wieder sagt, ja, eben nicht mit dem Finger zeigen, weil drei zeigen auf dich. Mir überhört das. Weil die Bedeutung, was das wirklich bedeutet, vergisst man es schon schnell wieder, weil es wäre ja, ich müsste ja mich selber reflektieren. Und mich selber reflektieren ist so vielmals unangenehm im Leben. Die Weil Leute ich haben muss, Angst davor. ja, weil ich muss sagen, in einer Arbeitsstelle, auch wenn es unbewusst ist von anderen, aber wo man piesackt wird oder wo einem ausgespielt wird oder was auch immer, dort stehen und in Ruhe gegenüber dem treten. Und nicht das Gefühl haben, oh, jetzt ist mein ganzes Leben am Arsch, weil der jetzt das und das gemacht hat. Dann bestimmt er ja schon wieder über dich. Mhm. Wir lassen zu, dass die andere Person Macht über uns hat, wenn wir Wertung geben dem Ganzen. Richtig. Und darum, ich gebe vielem Wert, sehr vielem gebe ich Wert. Ich merke auch vieles, ich sehe auch vieles, aber ich habe gelernt, dass Reaktion gleich Energie. Mhm. Das ist ja ein physikalisches Gesetz. Ja. Und solange ich nicht reagiere, ist es auch keine verlorene Energie. Weil ändern tut sich die andere Person nicht nur, weil ich etwas mache. Das ist immer das. Man versucht, andere ändern, anstatt sich selber ändern. Ja. Genau. Und andere ändern kann man nicht. Ich Ja. kann jemandem das erzählen, was ich erlebt habe. Ich kann jemandem erzählen, wie ich mich geändert habe. Ich kann jemandem erzählen, wie ich mich entschieden habe. Ich kann jemandem erzählen, welchen Weg ich eingeschlagen habe. Mhm. Das kann ich. Aber Aber was würdest du jetzt? Ja, erzähl fertig, sorry. ändern kann ich nicht. Andere Menschen. Ändern kann ich nur mich. Was würdest du den Leuten sagen, die nachher aber,
wahrscheinlich würde ich sagen, ja, aber wieso muss ich mich jetzt ändern, wenn der doch so ein Arsch ist, wenn die doch so gemein sind zu mir? Was würdest du jetzt denen sagen? Weil zu 99% und eben genau das. Weil wir einfach leider in einer Gesellschaft leben, wo halt immer die anderen schuld sind und wir selber nicht. Und auch wenn man vielleicht tatsächlich in dem Moment nicht schuld ist, was würdest du denen sagen? Oh, aber weißt du, der hat doch und ich kann doch nicht dafür und die sind so gemein. Es ist sicher möglich, dass es auf dieser Welt Momente gibt, wo, äh, wo es zur mentalen Stärke gehört, trotz nicht Schuldbewusstsein. Also das heißt, wenn jemand hässig ist aus irgendeinem anderen Grund und mich anschreit, nicht auch in das Boot einsteigen und ihn auch anschreien. Auch wenn ich weiß, aber er hat jetzt doch mich angeschrien. Ja, ich weiß. Dennoch ist, dass er schreit, ist nicht meine Person der Grund. Auch wenn er sich vielleicht über eine Tat von mir oder über ein Wort von mir aufregt, aber ich als Person bin nicht der Grund, warum er so reagiert. Das heißt, ich glaube oder ich habe die mentale Stärke mittlerweile, dass ich so sehr daran glaube, dass ich als Person nicht etwas dafür kann, dass er jetzt halt mich anschreit. Also fühle ich mich ja auch nicht angegriffen. Wenn er mich anschreit und ich mich angegriffen fühle, ist das Problem, dass ich in mir innen schon das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht. Weil dann hat er mit dem Schreien bestätigt, was ich denke. Aber wenn ich ja aus Überzeugung handle und die mentale Stärke besitze, auch wenn rundum alles mich anschreit oder der mich anschreit und mir Schuld gibt für etwas, zu verstehen, dass ich als Person, dass er nicht meine Person anschreit, sondern dass er womöglich die Situation anschreit. Vielleicht ist er vorher schon hässlich gewesen, vielleicht keine Ahnung was. Aber die Leute, die sagen, ja, aber er hat doch. Ja, ich habe das auch gesagt mit 16. Ich habe das sogar gesagt mit 17. Vielleicht sogar womöglich mit 25. Aber es hat mich nirgends angebracht. Das ist das, umso schneller es einem bewusst wird, umso schneller kann man daran wachsen. Das sage ich an meine Kids auch. Hört auf, euch die ganze Zeit interessieren, was andere über euch denken, was sie euch sagen. Wir leben für euch selber und wenn ihr unzufrieden seid mit euch selber, dann ändert etwas. Aber hört auf, immer so eingeschnappt zu sein oder so investiert. In andere, was machst du? Da hast du keine Halterung für die Kamera. Willst du schon machen? Ah, sorry. Ach, so ein Ciao zusammen. Aber ich finde im Allgemeinen, es wird zu viel Wert darauf geben, was andere von einem denken. Besonders, und ich bin da fair, das sind wir auch so gewesen in dem Alter, speziell jetzt mit der heutigen Generation, so Konsumgesellschaft und die Oberflächlichkeit. Und es fehlt einfach ein bisschen Sinn in der Ideologie, es fehlt Sinn in der Ambition, es fehlt Sinn in der Selbstverwirklichung. Wahrscheinlich, weil von so vielem verfügbar ist, weil das Leben halt in Anführungszeichen einfach und strukturiert ist. Ich sage nicht, wir sind aufgewachsen nach Kriegszeit. Ich will nicht, dass es so tönt. Aber ich habe einfach das Gefühl, besonders die heutigen Teenagers und Generationen, noch einmal generalisiert, nicht alle individuell so, ihnen fehlt einfach ein bisschen das Ich bin, ich mache und ich will. Weißt du, unabhängig davon, was andere denken, Angst, nicht akzeptiert zu werden. Und ich wiederhole, wir sind ja damals auch so gewesen. Wir sind damals auch so, hey, ich muss jetzt gut ausgesetzt und dieser Person gefallen. Ich muss jetzt das sagen, um dort akzeptiert werden. Und ich finde halt einfach, es ist wichtig, dass man von Anfang an lernt, auf sich selber zu schauen. Das ist schon das, was wir schon seit Jahren auch sagen, gegenseitig gesunder Egoismus. Oder? Was mache ich für mich? Wie oft verliere ich mich für andere und mache Zeug, obwohl ich es gar nicht machen will? Wenn du mir sagst, Paddy, hilfst mir zügeln und ich sage ja, ist das, obwohl ich keine Lust habe, ist das keine lebensverändernde Situation. Also wenn ich mit Kollegen umhänge in einem gewissen Alter, die sagen, hey, wenn du mit uns kiffst oder was auch immer, oder keine Ahnung, du passt dich einfach nur bedingt an und irgendwann sagst du einfach, nein, ich bin die Person und ich stehe dazu. Und ich finde, umso schneller, dass man das begreift, umso jünger, umso länger hat man Zeit, um das zu üben. Umso länger hat man Zeit, um das Ganze zu verwirklichen und darauf sich können perfektionieren. Ich meine, wir haben ja auch ewig lang miteinander geredet über so Zeug, aber irgendwann hat es dann geklickt. Weil wir einfach jahrelang über so Zeug geredet haben wir ganz kleine Baustellen in unserem Kopf angefangen aufzubauen und irgendwann hat alles ein grosses Bild ergeben, das dann wirklich funktioniert hat.
Genau. Es ist ja, das Mindset entsteht durch immer wieder hören, durch sich mit dem auseinandersetzen. Wieso bist Das du so Mind, leislich? hä? Wieso bist du plötzlich so leislich? Du bist auch so leise plötzlich. Ich habe extrem müssen zuhören. Okay, von mir aus. Keine Ahnung. Vielleicht ist das Mikrofon schon der Geist am Aufgehen. Ja, richtig. Ja. Jetzt ist wieder besser. Gut. Jetzt ist viel besser. Okay. Mindset, Eben, sorry, ja. es ist aus einem Mindmap entsteht das Mindset. Das heißt, wenn du das Mindmap hast im Kopf, mehrere Themen, wo du immer wieder hörst, immer wieder sagst, immer wieder liest, Mach mal ein dann, Beispiel. Was immer dann wieder entsteht das hörst. Mindset. Ein Beispiel ist, mir fängt an, ich sage jetzt, jeden Morgen in den Spiegel schauen und sage, ich kann das. Egal was, am Anfang fängst du vielleicht an so, was kann ich denn? Ähm, irgendwann kommt vielleicht, ich würde das gern erreichen. Ah, warte mal, ich sage mir ja jeden Morgen, ich kann das. Ja, ja. Wieso soll ich es denn können? Ich habe ja gar kein Geld dafür. Mir braucht ja Startkapital oder ich brauche ja so viel Geld, dass ich mir ein Haus leisten kann. Aber jeden Morgen weiter, ich kann das. Und irgendwann kommt eine Herausforderung im Leben, wo ich nicht einfach sage, oh nein, das ist zu viel, sondern, hey ja, das könnte mir zu dem Haus helfen und ich kann das, weil ich mir jeden Tag gesagt habe, ich kann das. Dem Und sagt das, man übrigens positive Selbstbeeinflussung. Also, ich sage jetzt nicht dir das, sondern ich weiß ja nicht, wer das sieht, aber einfach Affirmation. Oh mein Gott! Wow! Man tut sich positiv einstellen, positiv energetisch laden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das soll sagen, aber man muss ja daran glauben, bevor man es macht. Wir können nicht einfach irgendetwas anfangen, wo man von Anfang an denkt, das klappt eh nicht. Das ist gleich wie mit einer Mol, Prüfung. das ist das Nein, Lustige. ja, ja, ich weiß, aber das ist ja dann für den Aufbau, dass sich das in dir drinnen dann einpflanzt, der Samen, dass der dann wächst, dass das Negative dann eben irgendwann weggedruckt wird. Richtig. Es ist ja ein physikalisches Gesetz, Das Gesetz von der was ich, Resonanz. genau, was ich ausstrahle, was ich sage, das passiert oder das kommt zurück. Mhm. Es ist bewiesen, dass wenn ich mich jeden Tag zum Beispiel im Judo-Kittel sehe, mir jeden Tag vorstelle, wenn ich im Judo-Kittel stehe, dass ich automatisch Schritt mache in meinem Leben, wo dazu führt, dort Mhm. anzukommen. Das ist, das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist eine Tatsache. Und was du vorher angesprochen hast, mit so jung wie möglich anfangen damit, ja, es muss eine gewisse, ich sage jetzt, menschliche Reife da sein, was man kann Definitiv, ja. anerziehen. Ja. Aber in der heutigen Gesellschaft wird das nicht anerzogen, weil wir haben alles. Wieso sollen wir etwas müssen? Ja. Und das ist, ich sehe das auch an mir selber. Mentale Stärke bedeutet auch, auch wenn ich nicht müsste, dass ich es mache. Ich müsste den Haushalt nicht machen, ich kann ja trotzdem leben. Ich müsste nicht duschen, ich kann ja trotzdem leben. Irgendwann gibt es vielleicht Extreme und so, aber ich kann lang leben und nicht duschen. Müsstest du ja nicht arbeiten, oder? Genau, ich müsste nicht arbeiten, weil ich kann ja auf dem RAF gehen. Das sind alles Sachen, wo Leute sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, aber ich bin trotzdem nicht gut im mentalen Stärke oder was immer. Ja, weil du nicht siehst, dass du es in dir hast. Jeder Mensch hat das in sich. Darum auch Leute, wo Diagnosen haben, Depression oder was auch immer, Burnout oder keine Ahnung, was alles gibt. Ich bin der Meinung, wenn sie lernen von einem, von einem Mensch, wie sie das umsetzen, vielleicht geht es länger bei ihnen, vielleicht ist es schwieriger am Anfang, aber sie können mit dem Mindset, sie können sie können lernen, eine mentale Stärke aufbauen. Und wenn du das als Kind schon lernst, dann ist das unter Umständen so, dass du vielleicht oft allein bist, weil es gibt nicht viel in diesen Alteren, ich sage jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene, wo ein gutes Mindset haben, wo ein Erfolgsmindset haben. Und wenn du das hast, dann bist du eher ein Outsider, hast nicht so viel
Weil in deinem Alter gibt es dann nicht so viel, wo das machen, oder? Und dann willst du aber wieder dazugehören, weil wir Menschen haben das Gefühl, wir müssen irgendwo ein bisschen dazugehören. Mhm. Ich glaube, erst wenn dein Charakter ein bisschen gefestigt ist, dann weißt du, dass du nicht musst dazugehören. Ja. Du Ich musst nicht denke, dazu. das mit der nötigen geistigen Reife, um so Zeug zu verstehen, da gibt er absolut recht. Aber ich finde, wenn du eine Vorbildsfunktion hast, oder grosse Brüder, grosse Schwester, was auch immer, dann kannst du die Samen schon mal pflanzen. Indem du immer wieder sagst, eben, es muss dir egal sein, was andere von dir denken. Ich nehme jetzt das einfach als Beispiel, weil es halt, für mich persönlich ist das eines der grössten Probleme, dass man sich einfach zu fest darauf konzentriert, was andere von einem halten. Dass man, wenn man das über Jahre hinweg immer und immer und immer wieder einpflanzt und sagt und das anfängt zu wachsen in dieser Person, dass die Person dann irgendwann mal unfreiwillig wahrscheinlich, also einen Moment herkommt, wo sie sich dann sagt, ha, die und die Person, die hat doch immer gesagt, es muss mir egal sein, weißt du, es ist mir scheißegal, ob ich dir nicht gefallen, ich bin so, wie ich bin, entweder du akzeptierst mich oder lässt es sein. Oder? Richtig. Und das kannst du mit allen Sachen machen. Wenn du sagst, hey, wenn du das willst, musst du dafür schaffen. Ja, Ich meine, richtig. ich sehe das jetzt bei mir auch, seit ich Trainer bin, mir rutscht so Zeug halt viel mehr über die Lippen. Du bist verantwortlich für deinen Erfolg. Du bist verantwortlich für dein Wachstum. Ich kann dir nur zeigen, wie. Laufen musst den Weg du selber. Ich kann dich begleiten, Mhm. aber den Schritt machen musst du. Sei es Angstüberwindung oder einfach mal Komfortzone verlassen. Oder halt mal einiges mehr machen. Oder? Ich glaube, keiner hat in der Regel nicht so viel Bock gehabt, zum Beispiel in die Schule gehen und lernen. Aber das ist eine Verantwortung, die du musst übernehmen musst. Und ich finde, wir sollten auch den jüngeren Generationen das Verantwortungsbewusstsein wieder ein bisschen näher bringen. Wieso machst du das eigentlich genau? Du gehst nicht für mich in die Schule, du gehst nicht für mich arbeiten, du gehst nicht für mich ins Fitness, du tust dich nicht für mich gesund ernähren, du schaust für mich nicht auf deine Psyche. Das sind alles Sachen, die von einem selber kommen müssen. Das ist alles, wo Motivation in sich drin müsste verursachen und nicht, weil es dir jemand Genau. sagt. Klar brauchst du einen Anstoß. Aber wenn man das nicht weiß, passiert das nicht automatisch. Genau, Und es ja. gibt, es gibt schon so, ich habe das schon gehört von meinen Lehrern, du machst es nicht für mich. Ja, danke für mal. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt mit dieser Aussage? Ist so, Ja, ja. Ja. Du musst den jeder Grund Mensch, erklärt bekommen, ja. genau, jeder Mensch ist ein Erschaffer. Mhm. Und viele haben das Gefühl, ja, was schaffst denn du? Bist Möbelbauer oder was auch immer? Nein, ich rede von da. Da drin funktioniert Realität und Wunsch genau gleich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf einer Wiese bin, dann kann ich es so weit, so tief vorstellen, dass meine Füße kitzeln wegen dem Gras, obwohl ich da daheim auf dem Sofa hocke. Der Kopf versteht nicht, ob das Realität ist oder ob das Fiktion ist. Mhm. Und Vision oder Fiktion ist beides genau dasselbe, nur Vision tönt einfach schöner. Wenn ich fiktiv in meinem Kopf mir vorstelle, was ich erreichen will, mir jeden Tag das vorstelle, dass ich das erreicht habe, Mhm. dann sind die Herausforderungen, die kommen, wie wir sie in unserer Wortwahl sagen, scheißegal. Weil der Kopf Weil, kann irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen was ist Erinnerung wirklich passiert oder was stelle ich mir vor. ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich das erreicht habe, wie fühle ich Mhm. mich? Was fühle ich, wenn ich das erreicht habe? Wenn ich dort stehe und stolz bin auf mich. Der Weg wird nicht einfacher wegen dem. Mhm. Aber ich bin gefestigter, ich weiß warum. Und wenn ich die Herausforderung anschaue, laufe ich nicht mit der Angst auf die Herausforderung zu, sondern mit dem Mut, das zu fühlen, was ich mir schon vorgestellt habe. Mhm. Und das ist das, ich glaube, so Sachen sollte man auch ein bisschen lernen in der Schule, wenn es auch nur die Lehre ist oder erst ab der Lehre ist. Weil ich finde, mentale Stärke, Mindset, Denkensweise, das sind Sachen, wo dich unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern es ist so, wo dir das Leben retten. Ja. Weil es Weißt- gibt in jedem Leben leider Sachen, die nicht lustig sind. Es gibt auch auf die andere Seite, eine Psyche kann auf die andere Seite kippen, wenn du Traumata erlebst, wenn du Sachen erlebst, wo nicht schön sind, wo dir wehtun, wo was auch immer passiert, und dann kannst du nicht mehr steuern im Moment, was deine Psyche macht. Ja.
bist in einem Film gefangen und du schaust einfach sozusagen von außen zu. Genau. Und dann bist du handlungsunfähig, sagen wir dem. Ein Ohnmachtsgefühl. Und das Ohnmachtsgefühl, das hat man nur dann, wenn man sowieso keine Festigung hat. Ja. Jetzt passieren mir auch viele Sachen, wo mir früher auch Sachen passiert sind. Die hören nicht auf passieren. Die Welt dreht sich. Es passiert immer etwas, was nicht cool ist, was nicht lässig ist, was weh tut. Aber wenn wir ein Mindset haben, wenn ich jeden Morgen aufstehe und ich weiß, wohin ich will, wenn ich jeden Morgen aufstehe und ich weiß, was ich erreichen kann, das Erreichen, dass mein Mentalen eigentlich endlos ist. Mein Mentalen hat keine Grenzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo der Mensch wieder ein bisschen darf lernen. Dass wir sind Grenzen. Ich habe einen Filmausschnitt gesehen, ich weiß nicht, von welchem Film das ist, ich habe es bis jetzt nicht herausgefunden. Es hat ein Bub gesagt, unsere grösste Angst ist nicht unzugänglich zu sein. Unsere grösste Angst ist grenzenlos mächtig zu sein. Und das stimmt, weil grenzenlos mächtig bedeutet Verantwortung. Grenzenlos mächtig bedeutet Macht. Grenzenlos mächtig bedeutet aus der Komfortzone. Grenzenlos mächtig bedeutet selber studieren. Grenzenlos mächtig bedeutet so viele Sachen, wo man alles nicht lernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Und vor allem aber auch viele Leute gar nicht bereit dazu sind, Opfer zu bringen, um das Ganze zu bekommen. Richtig. Ich habe in meinen Augen mental viel Opfer gebracht, aber was ich im Moment bekomme für das, ist mein Opfer eigentlich gar nie gewesen. Ich weiss, was du meinst, ja. So ist es so. Aber ich glaube, das kommt ja dann wieder zurück zu dem, was man am Anfang gesagt hat. Es ist eine Einstellungssache. Wie du schon gesagt hast, du hast heute noch Sachen, die dir passieren, die dir damals passiert sind. Aber du Richtig. schaust das Ganze anders an. Oder? Und ich Ja, finde halt schon auch, es fängt mit der Einstellung gegenüber dem Leben selber an. Ist ja, man genau. bereit dazu, sich zurückzunehmen und zu sagen, nein, so blöd wie es jetzt tönt, so arrogant wie es jetzt tönt, das ist unter meiner Würde, dass ich mich wegen dem aufrege? Oder macht man einfach jeden Scheiß mit und hat dann einfach irgendwann blanke Nerven, weil man einfach nicht weiß, wann genug ist und wenn man sich muss zurücknehmen und zurückziehen und vor allem auch Zeit für sich selber findet. Nicht das Me-Time und ich gehe jetzt go, keine Ahnung, Wellness oder irgend so ein Bullshit, sondern einfach sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt. Ich glaube, das ist wirklich eine verdammte Schwäche und ein Manko, dass die Leute heutzutage einfach kein Interesse mehr haben, sich selber mit sich auseinanderzusetzen, wo kann ich wachsen, wo kann ich besser sein und vor allem, wo kann ich Energie sparen. Weil ich Es ist kann mir das anstrengend. gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Mich wegen jedem Scheiß aufregen wie früher halt. Ich würde mir, glaube ich, einen Kopfschuss geben. Über was ich mich früher, über was ich mich früher alles so aufgeregt habe. Ich schäme mich ab mich selber. Ich schaue zurück und denke, Alter, du bist behindert gewesen, Mann. Zum Glück hast du dich geändert. Zum Glück hast du die, es klingt vielleicht blöd, aber die scheißegal Einstellung bekommen. Alles, was mich persönlich nicht betrifft. Es ist egoistisch, gebe ich recht. Aber ich bin nicht Jesus, ich kann nicht allen helfen. Weißt du, ja, ist so. Und dann versuche ich primär, dass es mir Er hat gut auch nicht geht. können. Nein, sorry. Nein, aber ich versuche primär mir zu helfen. Und wenn ich das auf die Reihe bekommen habe, dann kann ich wohlwollend denen um mich herum helfen. Aber das ist ja das, was ich damals schon gesagt habe. Du kannst nicht anderen auf 100% helfen, wenn du selber immer bei 50-60% um dich herum wanderst. Das geht nicht. Sind wir dann, ich habe irgendwann den Gedanken gehabt, ich habe mich mit dem auseinandersetzen. Ich bin ein Mensch, der erzogen worden ist, gib alles, aber die Verantwortung liegt auch bei allen anderen. Also das heißt, ich tue mein Wohl unter alle stellen, aber dafür gebe ich auch ihnen Schuld, wenn es mir nicht gut geht. Das habe ich mitgenommen. Das ist doppelt dumm, gibst mir recht, oder? Genau. Und dann habe ich angefangen, das zu ändern und dann habe ich so einen Zwiespalt bekommen, weil am Anfang habe ich gedacht, ist das richtig, was ich mache? Ist das richtig, ein Mensch, wo ich merke, er leidet und ich nicht alles unternimmt dazu, dass er nicht mehr leidet? Hey, ich glaube, wir Menschen, jedes Individuum auf dieser Welt, ist nicht dazu da, zum zu schauen, dass es allen anderen Individuen gut geht auf der Welt. Ich glaube, wir sind dazu da in erster Linie, dass du für dich auf die Welt gekommen bist, dass du deinen Weg gehst, dass der andere auf die Welt gekommen ist, dass er seinen Weg geht, dass ich auf die Welt gekommen bin, um meinen Weg zu gehen.
Und dort zwischendrin gibt es äh, wie sagen wir, Treffen mit anderen Menschen, wo man sich austauscht und dann geht man seinen eigenen Weg weiter. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die ein Stück weit mitlaufen oder vielleicht sogar das Leben lang mitlaufen, in dem Sinn. Aber ich bestimme und ich laufe immer noch mein eigenes Leben. Wenn ich natürlich nicht weiß, was mein eigenes Leben ist, wenn ich nicht weiß, was ich in meinem eigenen Leben will, ja, dann verstehe ich schon, gebe ich die Verantwortung an anderen. Dann gebe ich die Verantwortung auch an meinem Chef. Aber dann rege ich mich halt auch immer auf, wenn er irgendetwas macht, was mir nicht gefällt. Er hat ja schließlich die Verantwortung für mein Leben, Kopf, dann soll er doch auch machen, was ich will, oder? Weil ich meine, die Welt dreht sich ja nur um mich. Mhm. Und das ist die Krankheit von der Menschheit. Und das nenne ich egoistisch. Ich nenne egoistisch, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Welt muss sich drehen nach mir. Das ist Egoismus. Ich finde Egoismus nicht, dass ich sage, ich schaue, dass es mir gut geht. Da habe ich ja nicht so gemeint. Ich sage einfach, das wird meistens als Egoismus angeschaut, dass man sagt, hey, Ja. ich komme zuerst, oder? Ja. Aber du, wir haben ja das schon mal gesagt, wenn du nicht kann ich reden. Wenn du nicht die Verantwortung über dein Leben hast, hat es jemand anderes. Und ich kann es auch anders sagen, wenn du dein Leben nicht kontrollierst, kontrolliert jemand anderes. Ja, richtig. Und jetzt gehe ich doch auf die Welt raus und sage, ich will selber bestimmen. Das wollen die alle. Laut so wie es tönt. Jetzt wollte ich die mentale Stärke, die ich überall lese, weil sie ja auch ein bisschen, ich sage jetzt, Moden ist, überall Videos schauen. Ähm, Lass dir von jemandem etwas sagen, geh deinen eigenen Weg, du bist stark genug, glaub an dich selber. Okay, jetzt habe ich das geschaut und jetzt muss mir niemand mehr etwas sagen. Es muss mir niemand kommen, was ich zu tun habe. Jetzt kommt die erste Herausforderung und ich sage, was mache ich jetzt? Und dann gehe ich wieder arbeiten und lasse mir vom Chef wieder sagen, was ich zu tun habe. So einfach ist die Welt. Aber du bist jetzt mental stärker, du hast ein Video geschaut. Genau. Und das ist das, was ich glaube auch, sicher auch ein Stück weit falsch verstanden habe. Es ist sicher gut, dass man es schaut, man soll es hören, unbedingt. Schau es am besten jeden Tag, wenn es dir hilft. Ähm, Vergiss nicht, dass die Welt sich wegen dem trotzdem nicht nach dir kehrt. Und sie Du bleibt bist auch nicht der stehen, nur wenn Einzige, du stehen bleibst. genau, du bist der Einzige auf der Welt, der für dich muss schauen. Du bist der Einzige auf der Welt, der die Verantwortung hat für dein Leben. Also nimm sie in deine Hand. Weil niemand ist dazu verpflichtet, zu schauen, dass es dir gut geht. Nicht einmal deine Eltern sind dazu verpflichtet. Mal sie haben Pflicht bis 18 im Schweizer Gesetz. Dass du Essen hast und dass du Kleider hast und dass du, wie sagt man dem, ja, existieren kannst. Aber sie sind nicht dazu gezwungen, gerichtlich dich gern zu haben. Das heißt, kein Mensch ist dazu gezwungen, dir Zuneigung zu geben. Keiner. So brutal wie es tönt, ja. Also dann ist es wie logisch, dass du, glaub, selber musst lernen, dich gern haben, irgendwie. Das ist ja wie Und das, du bist die nächste Person zu dir selber. Du bist die letzte Person mit dir, wenn du einschläfst und die erste Person mit dir, wenn ja, du schlafst. Und wenn du es mit dir ist, selber nicht klarkommst, wie willst du mit anderen klarkommen oder andere mit dir? viele sagen, das ist ein mega trauriger Gedanke, mich kommt allein und geht allein. Wieso ein trauriger Gedanke? Zwischen Das denen ist, von dem allein gehen und allein kommen, haben wir Tausende von Menschen, die uns begleiten. und Das ist doch schlussendlich schön. allein gehen ist schön, das ist deine Ruhe. Sorry, da kommt wieder der Asi aus mir raus. Genau. Selbst, wie sagen wir dem, sich selber kennen wirkt auch arrogant. Also, Amigo, ich danke dir vielmals und dann sehen wir uns ja Gern. gleich, wo wir dann Genau. ein bisschen längeren Podcast können machen können. Wir haben genug lange Autofahrt vor uns, freue mich drauf. Richtig. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Super. Danke vielmals, Joel, und Danke dir. bis gleich.